Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Ich nehme euch wieder mit. Katzen kloppen sich nebenbei. Sorry, dass letzte Woche kein Video gekommen ist. Kannst mir ruhig bringen. Dankeschön. Wir legen auch gleich los mit Brotbacken. Und zwar wollte ich euch diesmal mitnehmen mit einem Rezept, was wirklich so einfach ist. Also das Brot kann jeder backen und das schmeckt auch wirklich jedem. Deswegen zeige ich euch das. Ihr wisst ja, ich backe ja so gern Vollkornbrote. Ne? Ich habe meine Mühle, ich habe meine Körner und backe sehr viele Vollkornbrote. Aber mit Vollkornteig umzugehen ist ja nicht ganz so easy. Deswegen machen wir so einen Mix. Eigentlich hauptsächlich ist es dann ein Weißbrot, aber ich tue ein bisschen Dinkel-Vollkornmehl mit rein. Und da ist auch der Teig eben sehr einfach zum Verarbeiten. Das Ganze ist super easy und es schmeckt so lecker. Und ich mache das die ganze Zeit, weil ja, den Kindern schmeckt es am besten, weil das ist innen wie so ein Toastbrot, aber außen so super kross. Also ich finde das Rezept, ich habe das auch umgewandelt. Also ich habe von meinem Buch, was auch immer in dem Amazon-Shop verlinkt ist, der in der Infobox steht, da ist das Backbuch verlinkt, nachdem ich ja die Brote backe mit diesem ganz einfachen System, wo ganz, ganz wenig Hefe reinkommt. Also wirklich für so 1 Kilogramm Mehl kommt da gerade mal 0,5 oder 0,8 Gramm Hefe rein. Und der Teig ruht 24 Stunden und so ist das Brot eben viel bekömmlicher und verträglicher. Aber ich wandle immer wieder die Rezepte so ein bisschen um, so wie ich sie gern hätte. Und dementsprechend habe ich das eben auch nochmal umgewandelt und finde das Rezept sehr, sehr gut, wollte ich mit euch teilen. Ansonsten, ja, haben wir hier, ich würde sagen, es ist so gut wie unsere letzte Ernte. Ja, also es ist, glaube ich, langsam geht es am Ende zu. Ich muss nochmal meinen Mann fragen. Der hat nämlich hier jetzt alles nochmal geerntet aus dem Garten. Vor der Tür ist nochmal Mangold. Der wollte mir den ein bisschen putzen, weil der das Ganze, da ist noch so viel Knolle und Erde dran und so weiter. Dann wollte ich es nämlich reinnehmen. Und dann gucken wir mal, was wir hier machen. Wir haben hier nochmal viele große Tomaten. Wir haben sehr viele Peperonis. Das sieht so ein bisschen danach aus, als wenn ich dann wieder ein Menemen mache. Also dieses, habt ihr auch im letzten Video, glaube ich, gesehen, ne? Dieses mit Tomaten, Zwiebeln und den Peperonis. Ja, ein sehr leckeres Rezept. Dann noch ein paar Stangenböhnchen. Und wir haben grüne Tomaten. Und grüne Tomaten kann man entweder jetzt schön abdecken, so mit Zeitungspapier oder so und in den Keller packen. Dann werden die auch noch mal rot, die können nachreifen. Oder wir machen daraus eingelegte grüne Tomaten. Grüne Tomaten habe ich jetzt nicht so oft gegessen, aber ich weiß noch, dass bei uns in Polen gab es auch oft grüne Tomaten. Also ich kann mich noch erinnern als Kind. Also ist nicht nur im Türkischen. Ich glaube, wo gibt es das noch? Gibt es bestimmt wieder in vielen, ne? Sowas. Egal, auf jeden Fall, ja. Machen wir jetzt ein paar Sachen und ich nehme euch wieder mit. Sorry, dass letzte Woche kein Video kam, aber ich versuche mich jetzt gerade wieder ein bisschen aufzurappeln. Ich glaube, wir haben alle mitbekommen, was aktuell so in der Welt geschieht und es nimmt alle mit und ich versuche auch, ja, mich wieder ein bisschen abzulenken, weil man kriegt viel mit, gerade wenn man in den sozialen Medien ist, was einerseits auch gut ist, denn vieles wird ja auch nicht gezeigt und man kriegt eigentlich durch soziale Medien auch Dinge besser mit, aber es ist natürlich ja auch sehr belastend und macht einen traurig, dass man ja ein Glück hat, ein schönes Zuhause zu haben, eine heile Familie, gesund zu sein. All das schätzen wir in dieser Zeit noch mehr. Aber ich muss natürlich auch hier weitermachen. Deswegen ja, war eigentlich ein anderes Video geplant, das ich hochladen wollte, aber jetzt habe ich es ja, sage ich jetzt mal, verschoben. Vielleicht, wenn ihr wollt, dann nächste Woche. Mal gucken. Auf jeden Fall ist meine Schwiegermama da und ich hoffe, sie zeigt mir, wie sie diese grünen Tomaten einlegt und wir machen das gemeinsam. Ich werde jetzt mein Vollkorn mir in der Mühle mahlen. Ihr könnt natürlich auch Vollkornmehl dann eben kaufen oder wie es im Rezept ist, da ist Dinkelmehl 630. Also könnt ihr auch so machen, dann ist es noch heller. Aber ich dachte mir, ein bisschen Vollkorn sollte wenigstens drin sein. Also, let's go. Ich werde euch die genauen Mengenangaben nochmal in die Infobox schreiben. Ihr könnt das Rezept auch ein bisschen verkleinern. Ich habe das auch ein bisschen vergrößert. Also ich habe von dem Rezept ein Viertel nochmal dazu gerechnet, so dass ich halt wirklich ein schönes, ja, großes Brot hinbekomme. Ihr könnt es aber natürlich auch verkleinern, umrechnen, noch vergrößern. Ich mache jetzt 2 Teige einzeln, weil das sonst, glaube ich, zu viel für die Maschine ist.
Auf jeden Fall, ja. Wichtig ist, ich mache einfach ganz normal, ist auch ganz normal, Wasser aus der Leitung, ist jetzt unser gefiltertes Wasser. Und dann verrühre ich erstmal das Salz, damit es sich auflöst im Wasser. Auch da wichtig, dass ihr Steinsalz benutzt, also Ursalz, jetzt kein so jodiertes Salz oder so. Soll für Brote nicht so gut sein. Weiß nicht warum, aber ist halt so. Was ihr mir noch in die Kommentare gerne schreiben könnt, ist, ob ihr das lieber mögt, wenn ich so direkt zu euch spreche oder wenn ich im Nachhinein euch immer zu den Aufnahmen was erzähle, also eine Voice-Over mache. Das frage ich mich immer, weil manchmal mache ich so, manchmal so und dann weiß ich gar nicht, was euch besser gefällt. Manchmal ist es ganz praktisch, weil dann ist es laut. Jetzt ist auch gerade, wir haben Herbstferien, die Kids sind zu Hause. Manchmal wird hier rumgeschrien, rumgehüpft und so weiter und dann ist es im Background ein bisschen sehr laut. Dann mag ich das gerne, ja, wenn ich dann im Nachhinein alles sozusagen erzähle. Aber das könnt ihr mir gerne schreiben. Ich bin ja immer sehr dankbar für euer Feedback, ne? Auch so zum letzten Video, da hat mich das auch am Ende, als ich mir das nochmal, ja, ich habe so ein bisschen auf den letzten Drücker alles zu Ende geschnitten und dann hat mich so bei manchen Szenen auch so ein bisschen die Background-Musik gestört. Dann war das doch so ein bisschen zu laut und so. Also so für euer Feedback bin ich da immer sehr, sehr dankbar. Ganz einfach nur Wasser, Salz, jetzt einfach das ganze Mehl dazu. Die Hefe durchkneten. Ihr könnt das Ganze natürlich auch mit der Hand kneten. Ihr braucht da keine Maschine dazu. Ich mache es jetzt in der Küchenmaschine. Lasst den auch da ruhig schön lange kneten. Und dann ist das auch schon fertig. Das Einzige, was ihr halt macht, ist halt während der Ruhezeit. Ne? Das heißt, ich werde dann morgen den Teig backen. Ihr müsst auch nicht so genau nehmen mit den 24 Stunden. Also es macht keinen Unterschied, ob ihr den Teig jetzt 20 Stunden oder sogar 30 Stunden ruhen lässt. Und was ich vergesse jedes Mal zu sagen, bei Raumtemperatur, nicht im Kühlschrank. Ne? Das haben nämlich viele auch gefragt. Also ich lasse den ganz normal bei Raumtemperatur stehen in der Schüssel. Das Einzige, was ich mache, ist ab und zu den Teig dehnen und falten. Das sollte man so ungefähr alle 8 Stunden machen. Und das war es eigentlich auch. Somit fördert ihr, weil da eben so wenig Hefe reinkommt, fördert ihr dann nochmal sozusagen damit, dass die Hefe nochmal weiter arbeitet und der Teig nochmal besonders luftig wird. So, wir fangen jetzt an mit den eingelegten Grüntomaten. Wie ihr seht, haben wir da ganz schön viel davon. Ich werde jetzt auch noch aber hier diese Peperonis mit dazu geben. Ich glaube, die kleinen sind scharf, die sind nicht so scharf. Keine Ahnung, machen wir einfach mal mit rein, weil wir davon auch viele haben. Deswegen habe ich die kleineren aussortiert. Gläser habe ich einmal kurz nur mit kochendem Wasser ausgespült. Die sind ja auch aus der Spülmaschine gewesen. Muss man jetzt nicht auskochen, mit heißem Wasser reicht. Ich muss mal gucken, wahrscheinlich brauchen wir noch ein paar mehr Gläser. Übrigens, hier ist die Schwiegermama. Schwiegermama wird das Ganze machen. Anneciğim, tekrardan hoş geldin. Sağ ol. Başlayalım. Nasıl başlıyoruz? Bıçağı ver. Bıçağı veriyorum. Nohut at onun dibine. Not. Einmal Kichererbsen, das sind jetzt keine gekochten, sondern einfach getrocknete Kichererbsen. Das habe ich schon mal gehört, das soll nämlich helfen, beschleunigen, damit das Ganze nochmal schneller fermentiert. Değil mi? Şey için, yani daha çabuk şey olsun. Suyu bozulmaz. Ha, sie sagt, das hilft, dass dass es nicht schlecht wird. Also, dass das Fermentieren klappt sozusagen. Ne kadar? Kaç tane? At 2 tane. 2 tane? At. Ha. Söyle. Yeter. Yeter. Şuraya da aynısını atıyorum. Aynen. Şöyle. Natürlich ist immer alles auf Augenmaß, ne? Das liebe ich ja. Buraya da atıyorum. Evet. Kaç tane kavanozlara da getirelim. Şöyle. Yeter. Yeter. Ne yapıyorsun? Uçları kesiyorsun. Hı. Biraz yeter. Ha burada böyle aç lazım. Ha. Keseyim mi şöyle bir daha? Kesme. Ha. Şöyle açıyorum. Ha, tamam. Ha. Also in die Peperonis haben wir jetzt so kleine Schlitze reingemacht. Ha böyle. Ha. Ha. Şu kalıyor yani bu. Onu alamazsın zaten orada. Ha, tamam. Also was sie jetzt macht, şimdi atayım mı einfach içine? At. Also sie macht jetzt einfach so einen Kreuzschnitt in die Tomate. Ja. Şöyle.
Einfach so ein Kreuzschlitz. Und dann rein. Şuraya da 2 tane. Sarımsak. Knoblauch. Es wird so ein bisschen geschichtet, nicht wahr? Evet. Den machen wir ein bisschen klein. Ich habe hier so großen Knoblauch. Sie macht so kleine Stifte. Ja. Evet. Şuraya dibine atayım mı? Evet, inat. Sen öyle şey yapıyor mu? Yani mesela 1 litre suya 1 kaşık tuz. Yoksa? Nasıl? Göz karar koyuyorum. Göz karar. Ja, typisch, ne? Also wirklich bei der älteren Generation ist wirklich alles Augenmaß. Also sogar hier, ich habe jetzt sie gefragt, ob hier auf 1 Liter Wasser jetzt ein Esslöffel Salz kommt. So messe ich das immer ab. Das sind ungefähr, sagt man, 20 Gramm Salz immer auf 1 Liter Wasser. Aber sie sagt, ist Augenmaß. Bunu böyle çok sıkmıyor ya. Böyle. Ja, evet. Tamam. Şimdi biraz tuz koyabiliyorsun. He, şöyle. Evet. Bir kaşık. Sep. Ha, Sep. Bir kaşık taze. böyle mi? Bir daha. Bir daha. Böyle? Tamam. Şuraya koymadık. Altına koyalım. Ey mübarek sen. Also wer es möchte, kann zusätzlich nochmal Peperonis reinmachen, beziehungsweise Chilis. Sorry, Peperonis haben wir ja schon genommen. Die grünen sind ja jetzt mild, die sind nicht scharf. Also wer es mag, kann gerne noch scharfe Peperonis mit dazugeben. Achso, Schwiegermama sagt jetzt, ich soll das jetzt so stehen lassen, weil das jetzt nochmal so runtersackt mit dem Salz und dann erst das Wasser rauf machen. Also heute Abend oder morgen. Ya akşam ya yarın diyorsun. Şöyle. Bak ben şöyle bunlar extra böyle şeyleri kapatıyorum. Die ganz großen Tomaten macht sie ein bisschen klein schneiden. Und die anderen, die eben wir ganz gelassen haben, da hat sie eben so eine reingeschlitzt. Bunlara da not. Şöyle mi? Ziyan gelmez. Lazım mı da kırmızı biber? Acı mı bilmiyorum. He, acı. Yok onlar fazla acı değil. Yani acı ama çok kötü acı değil yani. Nasıl diyeyim? Also Schwiegermama hat gesagt, wir sollen jetzt doch, soll ich ein bisschen Essig drauf machen? Weil ich habe sie gefragt, manche machen es mit Essig, manche ohne. Sie meinte, es ist eigentlich egal. Soll wohl mit Essig was... Nasıl? Daha güzel mi oluyor sirkeli? Daha güzel. Tat değişik mi oluyor? Daha tez yemeklik oluyor dönüyor. Ha. Şöyle o zaman küçük kaşık yani. Ha, so ein halben Esslöffel. Evet. Tamam. Hier haben wir jetzt die eingelegten Tomaten, beziehungsweise da ist noch das Wasser nicht drauf. Das machen wir... Ne zaman dedin suyu koyayım? Yarın sabah mı koyayım suyun üstüne? Yoksa? Yarın sabah. Ja, morgen früh soll ich das Wasser dann raufgießen. Machen wir dann auch noch mal zusammen. Und dann kaç hafta sürüyor bunlar yani ne zaman hazır oluyorlar yemek için? Bir ay eder. Bir ay? Ja. Ja, ungefähr 4 Wochen dauert die Fermentation, bis die sozusagen essbereit sind. Und meine Schwiegermama meinte, es schmeckt besonders lecker, wenn man die fermentierten Tomaten dann zusammen mit Zwiebeln so ein bisschen anbraten tut und es dann so warm essen tut. Da bin ich gespannt, weil das kenne ich auch nicht so. Muss ich probieren. Değil mi anne? Soğanla
kavuracağım tavada. Öyle de yersin, öyle de yersin yani. He. Böyle de yersin yani. Tabii biliyorum ha. Ama soğanla kavurduğunu bol bol güzel, daha güzel. Ha, iyi, onu deneyeceğim işte. Ja, sie sagt, natürlich kann man die so essen, fermentiert, aber dass es nochmal besonders lecker schmeckt, wenn man das Ganze mit Zwiebeln irgendwie anbraten tut und dann warm ist. Da bin ich gespannt drauf. İncelersin onları. He, anladım. Ja, da bin ich gespannt. Machen wir dann in einem Monat zusammen, ne? Und vielleicht probieren wir mal morgen die fermentierten Stangenbohnen, die wir auch gemacht haben. Die sind ja auch schon längst fertig eigentlich. Machen wir mal auch vielleicht die Tage. Ansonsten machen wir jetzt aus den Stangenbohnen jetzt wieder einen Eintopf. Das kennt ihr ja, so oft mache ich das. Brauche ich euch, glaube ich, nicht zu zeigen. Einfach nur mit Zwiebeln, Knoblauch und den frischen Tomaten. Ich mache das im Schnellkochtopf, dann ist es schnell fertig, weil es ist wieder spät geworden. Die Zeit rennt, aber ja, schön. Schade, dass meine Schwiegermama nicht immer hier ist und wir zusammen so Sachen machen können, weil ich liebe es einfach. Also ich war schon als Kind immer in der Küche bei meiner Oma. Ich habe es so geliebt zuzugucken, wenn sie gebacken hat und viele andere Sachen gemacht hat. Ich liebe das einfach so, von der älteren Generation zu lernen. Das sind ja immer die besten Rezepte, ne? Die grünen Tomaten, die noch übrig geblieben sind, die mache ich jetzt hier einfach in die Schale und decke die ab. Die reifen dann nochmal nach. Ich muss es einmal aussortieren. Ich schaue halt immer, welche sind jetzt schon so beschädigt, die jetzt schnell verarbeitet werden müssen und welche hier noch liegen können. Da werden wir jetzt morgen auch noch auf jeden Fall was daraus machen. Das ist sehr knapp an der Grenze. So. Ja. Guten Morgen. Ich zeige euch jetzt einmal, wie ich diesen Teig immer dehne und falte. Ich habe das einmal gestern Abend gemacht und jetzt mache ich das heute Morgen nochmal. Ihr seht auch, also der Teig ist richtig gut aufgegangen, obwohl da wirklich nur weniger als 1 Gramm Hefe drin ist. So eine Teigkarte ist da super hilfreich zu benutzen. Ansonsten macht ihr eure Hände nass, dann geht das noch besser. Und dann zieht ihr einfach den Teig ein bisschen lang und macht das Ganze nach innen falten. Das war's auch schon. Jetzt können wir den wieder abdecken und machen das gleiche mit dem zweiten. Wie ihr sehen könnt, hat sich jetzt hier unten wirklich so Flüssigkeit von den eigenen Tomaten jetzt hier gebildet. Ist eigentlich auch gut, dass man das vorher stehen lässt, weil sonst wäre das ja zu viel Wasser gewesen, glaube ich. Ja, da kommt jetzt noch mal Wasser rauf. Und ich glaube, ich mache jetzt, weil ihr seht, es war ja bis oben hin voll, jetzt ist es ja runtergesackt. Ich glaube, ich mache noch ein paar Tomaten oben drauf. Ich habe ja noch ein paar grüne, aber das ist schon ganz schön runtergesackt. Und dann kommt das Wasser rauf und dann geht es ab in den Keller. So, ich mache jetzt da, wo noch mal ein bisschen Platz ist, noch ein paar Tomaten noch mit rein. Die Spülmaschine läuft. Sorry. Und jetzt gieße ich Wasser rauf. Und dann
Kommt der Stein noch mit drauf. Ich gucke mal, ob das so reicht. Ja, das sollte reichen. Das war's. Die Gläser kommen jetzt in den Keller und nach ca. 4 Wochen ist das Ganze dann essbereit. Ich wollte euch heute noch einmal zeigen, wie unsere Kinder lernen. Und zwar sind wir Eltern super dankbar, dass wir schon seit mehreren Jahren Sofatutor benutzen. Und deswegen möchte ich es euch sehr, sehr gerne empfehlen. Denn nicht nur wir Eltern sind entlastet, denn ich glaube, das kennen viele von euch. Einerseits die Zeit zu finden, die Kinder beim Lernen oder bei den Hausaufgaben zu unterstützen. Und andererseits eben auch das Wissen zu haben und den Überblick mit den Lerninhalten, die die Kinder in der Schule durchnehmen. Da sind wir ja schon lange raus aus der Schule und da fällt uns das auf jeden Fall öfters schwer, die Aufgaben überhaupt zu verstehen, worum es geht. Deswegen sind wir da eben super dankbar, dass es Sofatutor gibt. Sofatutor ist nämlich eine Lernplattform für Schüler von der 1. bis zur 13. Klasse. Die Lernvideos sind bei uns am beliebtesten, denn die sind super schön animiert und auch super verständlich erklärt. Im Anschluss könnt ihr dazu die Übungen starten. Ihr könnt PDF-Dateien ausdrucken. Das Ganze geht also auch ohne Internet. Die Lösungsbögen gibt es auch dazu, damit ihr das Ganze kontrollieren könnt. Ihr könnt Arbeitsblätter ausdrucken, somit können sich eure Kinder eben auch auf Klassenarbeiten vorbereiten. Ihr könnt mit einer Anmeldung mehrere eurer Kinder anmelden. Das heißt, ihr könnt für jedes Kind einen Account erstellen und somit auch die Lernfortschritte eurer Kinder sehen. Zusätzlich gibt es einen Hausaufgaben-Chat, falls die Kinder noch irgendwelche Fragen haben. Für die jüngeren Kinder ist Sofaheld super spielerisch animiert. Dort haben eben auch die Kleinsten viel Spaß beim Lernen und nutzen somit auch die Zeit sinnvoll. Ihr könnt das Ganze nämlich entweder am Handy, am Tablet oder eben auch am Computer benutzen. Unsere Kinder nutzen Sofatutor schon seit mehreren Jahren. Wir können es euch auf jeden Fall empfehlen. Ihr könnt Sofatutor 30 Tage lang kostenlos testen. Also nutzt gerne das Angebot, um zu schauen, wie euch Sofatutor zusammen mit euren Kindern gefällt. Im Anschluss könnt ihr 60% auf alle Lernpakete bekommen. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar. Ich nehme jetzt von die Favoriten Tomaten die Samen im eigenen Saft. Der Trick ist dabei, nach 2 Tagen wird es ausgewaschen und man kann die Samen rauspicken, die vornherein nichts werden, weil die oben schwimmen. Sind einfach nicht ausgereift. So, jetzt bekommt die Beschriftung, das war die grüne Tomate. Ist auch eine sehr geschmackvolle Sorte. So, jetzt nehmen wir unsere Knoblauchtomate. Entschuldigt meine Stimme, ich bin ein bisschen erkältet. So, das kommt weg. Das ist ein bisschen Fummelarbeit, aber das lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe jetzt eine zweite genommen, weil es sind so viele Freunde und Nachbarn, die auch diese Knoblauchtomate, die Samen davon haben möchten. So. Herr Themes, was machen Sie denn hier Interessantes? Ja, das sind die Wurzeln von den Dahlien. Von den Dahlien draußen. Ja, eine Pflanze zum Beispiel hat so eine Wurzeln und etwas größere und kleinere, mindestens 15 solche Knollen, Ja. Wurzeln abgegeben. Und jede einzelne Wurzel ist nachher eine Pflanze. Ah, okay.
Und du hast die jetzt rausgegraben alle? Ich habe die rausgerissen, ja, mit den Wurzeln tief gegraben und rausgeholt, ohne sie zu verletzen so viel. Bevor die Kälte in die Erde kommt, sollte man die rausholen, damit sie nächstes Jahr wieder schön blühen können durch diese Wurzel. Okay, du machst jetzt gerade ein bisschen die Erde ab. Ich mache die, jetzt habe ich die zwei Tage unten ein bisschen getrocknet und jetzt mache ich die mit der Bürste. Das Sand weg. Und dann kommen die in den Keller und dann Und dann nächstes Jahr hat man wieder die kühl, Pflanze. nicht kalt, nicht warm. Schön ohne Licht, in so einer Jute-Dings. Jutebeutel? Hier. Und dann pflanzt du die nächstes Jahr wieder ein? Ja, Im genau. Frühling, oder? Genau, wenn die Saison anfängt. Das kommt nach unten. Ja. Spitze. Was waren das nochmal? Dahlien, ne? Das sind Dahlien, ne? Ja, da fanden viele die ja auch so schön, ne? Das andere, was wir noch hatten, waren Hortensien, ne? Das waren Zinien. Zinien. Guck mal, ich verwechsle immer, ne? Guck Zinien, mal. Hortensien, Dahlien. Ich kenne mich gar nicht aus. An Wurzeln rausgekommen ist. Das waren jetzt insgesamt 10 oder 12 Pflanzen, was wir hier vorne hatten. Ja. Und jetzt sind daraus entstanden sozusagen fast das 10-fache oder das 15-fache. Ah, also die vermehren sich auch, ja, ne? Ja, so eine Pflanze draußen hat fast 15 so eine Wurzeln. Das heißt, nächstes Jahr haben wir dann noch mehr Blumen. Noch mehr, du kannst es immer vermehren. Du siehst ja, okay. was hier rausgekommen ist. Okay, verstehe. Alles klar. Viele wollen ja davon auch was haben. Ja, du gibst da mal weiter, ne? Verschenkst du gerne. Das ist eine sehr schöne Sache mit den Dahlien. Dass man das so vermehren kann. Ja. Sehr schön. Das weiß auch nicht jeder, sozusagen. Ja, wusste ich jetzt auch nicht, Jane. Und ich werde jetzt einmal aus den ganzen Chilis aus dem Garten, damit die nicht schlecht werden. Entweder könnte man die trocknen, ne? Dann hat man getrocknete Chili und das könnte man auch zu Pulver verarbeiten. Aber ich mache es mir ganz einfach und mache einfach eine Chili-Paste. Ich werde die einmal alle säubern und dann kommen die in den Mixer und werden zusammen mit Salz und wenn man mag noch ein bisschen Zitronenschalenabrieb zusammen gemixt. Achso, und Olivenöl. Und dann hat man so eine Zitrone. Und dann hat man eine Chili-Paste, die kommt dann in den Kühlschrank und die ist dann halt auch durch das Salz dann schön haltbar. Und dann kann man die immer verwenden, wenn man ja, Chili benutzen will. Und da ich ja in jedes Essen Chilis reinhaue, ist das dann am praktischsten für mich. Deswegen machen wir das gleich. Aber ich glaube, vorher mache ich erstmal meinen Brotteig ready für das Gärkörbchen. Und dann geht's weiter. Der Teig oder beziehungsweise die Teige kommen jetzt in Gärkörbchen. Die kriegt ihr auch zum Beispiel bei Amazon. Da findet ihr immer den Link in der Infobox. Da habe ich solche Sachen verlinkt. Ich muss mir auch noch ein paar mehr kaufen. Weil ich wollte das ja eben, habe ich letztens schon gesagt, ne, versuchen, dass ich mal mehr Teige mir vorbereite, dann ins Gärkörbchen lege und so abdecke mit einer Folie und im Kühlschrank lager. So habe ich dann so zum Beispiel für die nächsten Tage schon fertigen Brotteig. Ist dann so ein bisschen Zeitersparnis, ne? Auf jeden Fall, ich mache das immer so, dass ich diesen Stoff dran lasse. Ihr könnt es aber auch abmachen, dann habt ihr halt dieses Rillenmuster. Aber manchmal klebt der Teig in diesen Rillen, deswegen mache ich das immer mit dem auf dem Stoff. Dafür eignet sich auch am besten so Roggen-Vollkornmehl. Da klebt es am wenigsten. Aber bei den hellen Teigen ist es auch nicht so das Problem. Das ist mehr bei den Vollkornteigen wirklich schwierig, dass der manchmal an den Brotkörben kleben bleibt. Da muss man richtig gut mehlen. Deswegen da eignet sich wirklich Roggenvollkorn am besten dafür. Den formen wir und dann lasse ich den 1 Stunde. Ihr könnt auch 1,5 einfach mal gucken. Ne? Wenn ihr seht, der ist schon richtig doll aufgegangen, dann reicht es auch. Es kommt ja auch immer auf die Temperatur bei euch zu Hause an. Ne? Wie kalt ist es, wie warm ist es. Dementsprechend geht der Teig schneller oder langsamer auf. Aber 1 Stunde auf jeden Fall. Ihr könnt aber auch 1,5 Stunden zum Beispiel lassen. Also ich mache ein rundes Brot und ein Kastenbrot, weil die 2 Formen passen bei mir am besten in den Backofen. Und ich kann euch wirklich empfehlen, Gusseisentöpfe zu verwenden. Ich finde die einfach am besten, weil ihr habt da einen Mini-Backofen im Backofen. Da werden die einfach super schön kross. Ihr müsst halt einfach, weil wenn ihr könnt natürlich auch eine normale Backform nehmen. Ihr müsstet dann halt so Wasser in den Ofen schütten, es sei denn, ihr habt so einen Hightech neuesten Ofen, die diese Dampffunktion und so weiter haben. Dann geht das natürlich auch, aber ich liebe es einfach in den Gusseisentöpfen. Finde ich immer, da werden die Brote wirklich so schön gleichmäßig braun, richtig schöne Kruste.
So, jetzt decken wir das Brot ab. Und das kann jetzt eben stehen bleiben. Jetzt noch das Runde. So, ich habe jetzt hier die glatte Seite nach unten gemacht. Das ist dann die oberste Seite. Wenn ihr die glatt haben wollt und schön irgendwas einschneiden wollt, dann macht ihr das so. Ansonsten, was auch schön ist, das habe ich jetzt bei dem anderen gemacht, der kann selber aufreißen, wenn ihr die Seite dann nach unten gebt, die eingeschlagene sozusagen. Dann hat das so eine natürliche, aufreißende Form bekommt es. Also das ist auch sehr schön. Ich mache das immer mal so, mal so. Jetzt habe ich das eine eben so gemacht, dass die eingeschlagene Seite unten ist, die dann halt sozusagen am Ende oben ist. Und hier habe ich die glatte Seite oben gelassen. Da könnt ihr dann auch nochmal den Unterschied sehen. So. Und die ruhen jetzt. Weiter geht's mit dem Brot. Ich habe die Gusseisentöpfe aufgeheizt, circa eine halbe Stunde auf 250 Grad. Und dann schalte ich den Ofen runter auf 230. Und dann werden die Brote circa 45 Minuten gebacken. Dann mache ich den Deckel ab. Und dann eventuell, wenn die Farbe noch nicht erreicht ist, lasse ich noch mal 5 Minuten ohne Deckel. Oder meistens reicht es auch schon. Muss dann mal gucken. Man muss echt aufpassen mit den heißen Töpfen. Deswegen gute Handschuhe, ganz wichtig. Runder Topf für das runde Brot. Ich schneide mir hierfür immer Backpapier zu. Jetzt habe ich wieder Neues gemacht. Das reicht dann, kann ich immer ein paar Mal benutzen. So bis zu 10 Mal manchmal reicht es. Achso, warte mal. Das war das Glatte, ne? Das schneide ich ein. Hier würde ich mir mal ein Messer. Ich muss mal meine Klinge wieder wechseln. Da muss man auch schön schnell sein. Manchmal, wie gesagt, deswegen ist immer so dieser Teig so einfach, weil es gibt so Teige, so gerade Vollkornteige, die laufen öfters mal schnell auseinander. So, warte mal. Ich habe hier das Backpapier ein bisschen zu klein geschnitten. So. Könnte das natürlich direkt auch in den Topf stürzen, aber ich finde es halt so ein bisschen einfacher mit dem Backpapier da rein. Und wer es mag, kann so ein bisschen was reinschlitzen. Ich mache jetzt mal ein bisschen was. Deckel rauf. Ihr könnt nämlich mit dem Deckel entscheiden, wie eure Kruste sein soll. Desto länger der Deckel drauf ist, desto feiner wird sozusagen die Kruste, also so eher dünn und knackig. Wenn ihr den Deckel früher abmacht, umso härter wird die Kruste. Also ich mag es lieber eigentlich fast so gut wie bis zum Ende dran zu lassen. Also wie gesagt, oft ist es so, dass ich die letzten 5 oder 10 Minuten ohne Deckel nochmal backe. Jetzt die Kastenform. Ja, ich sag's euch, das ist hot, hot, hot. Papa, deine Hand braucht nicht so. Das wird man eh nicht sehen bei dem hier, weil das war die gefaltete Seite nach innen. Das heißt, das geht dann immer so, reißt so selber ein. Wobei hier der Teig ist so riesig, dass der richtig bis zum Deckel reicht. Und ab in den Ofen. So. Wie schön dieses Muster gelungen ist. Das ist richtig so ein Herbstblatt. Hier, also ne, ihr könnt auch immer den Test machen. Das Brot ist dann gut, wenn es sich anhört, als wenn ihr auf so eine Holztür kloppen würdet. Also dieses Rezept ist wirklich so einfach. Also so kann jeder Brot backen. Dazu braucht ihr auch wirklich nichts Besonderes.
Hier die Form mag ich auch ganz besonders, weil es wie so ein, ja, wie so ein Toastbrot aber. Das ist so kross. Wir schneiden das Ganze dann später nochmal auf oder dann morgen. Ich koche jetzt und zwar den Mangold aus dem Garten. Den hat mein Mann schon draußen ein bisschen geputzt. Jetzt wasche ich den nochmal. Du hast den nicht richtig gründlich gewaschen, ne? Sehe ich. Doch, doch. Sicher? Der muss nochmal. Ja, ich muss nochmal waschen. Nee, ich sehe da noch Sand dran, ne? Ja, ja. Naja, ich wasche den nochmal. Ich habe den intensiv gewaschen mit der Brause. Ah, okay. So, also, ja, okay. Also, Mangold ist ja so ein bisschen wie Spinat. Geschmacklich und verarbeitungstechnisch. Weiß nicht, ob ich schon mal was mit Mangold gemacht habe. Ich kann mich nicht erinnern. Vieles im Türkischen wird auch oft so für Börek und so weiter als Füllung gerne verwendet. Aber ich muss halt auch so ein paar Tomaten hier auch verbrauchen und so weiter. Deswegen dachte ich, ich mache jetzt so ein, also so mit Tomaten, Zwiebeln, Knoblauch, Mangold und dann mit so Bulgur. Keine Ahnung, wie man das nennen soll. Irgendwas. Ich mache da irgendwas halt draus. Ich habe hier noch ein paar Champignons, die müssen auch verarbeitet werden. Also irgendein Gemüsemix mit etwas Bulgur mache ich. Und dann gibt es noch Hähnchen aus dem Backofen. Und ich glaube noch ein bisschen Gurkensalat. Haben wir auch unsere letzten mickrigen Gürkchen aus dem Garten. Ja, die letzten mache ich einfach ein bisschen noch Gurkensalat mit Joghurt, um die auch noch fertig zu kriegen. Ja. So, ich habe jetzt hier das ganze Gemüse angebraten. Man sieht von so viel. Mangold ist wie bei Spinat, ne? Ist da so zusammengefallen, dass da gar nicht mehr viel übrig geblieben ist. Auf jeden Fall Zwiebeln, Knoblauch angebraten, die paar Champignons, die ich hatte. Ein paar von den grünen Peperonis habe ich mit reingegeben. Wie gesagt, alles schön in Olivenöl angebraten. Jetzt gebe ich noch die Tomaten dazu. Das wird jetzt ganz schön viel, aber ich gebe dann dafür keine Flüssigkeit jetzt dazu. Würze das Ganze und dann kommt nur noch der Bulgur drauf und dann lasse ich das dünsten und dann ist das so ein, ja, Gemüsebulgur würde ich es nennen. Sowas finde ich immer super. Also wenn man so wirklich auch so Gemüse verarbeiten will, dann hat man gleichzeitig die Gemüsebeilage und die Sättigungsbeilage in Form von dem Bulgur. Wir würzen das Ganze natürlich einmal mit Salz. Dann mache ich super gerne, gerade in solche Gerichte, so diese Gewürzmischung Ras El Hanout mit dazu. Schmeckt irgendwie lecker, da ist halt schon alles so an Gewürzen. Ich weiß nicht, das macht das Ganze nochmal echt schmackhaft. So, Schärfe haben wir schon mit den grünen Chilis. Ich glaube, die sind scharf, müsste ich nochmal abschmecken. Und dann nur noch etwas Pfeffer. Jetzt kommt noch der gewaschene Bulgur mit dazu. Das ist jetzt so ein Klumpen, weil es gewaschen ist. Ich habe jetzt nur so einen feinen. Hatte mein Mann leider falsch gekauft. Der ist ein bisschen sehr fein, aber das macht nichts. Könnt ihr entweder den gröberen oder den feineren Bulgur nehmen. Ich nehme jetzt den hier. Und ich gebe jetzt eben keine Flüssigkeit dazu, da jetzt die Tomaten jetzt nochmal ganz viel Wasser auslassen werden. Deswegen brauche ich da jetzt keine Flüssigkeit dazu geben. Deckel rauf und dann kann das Ganze schmoren. Deckel rauf. Etwas runterschalten. Und gut ist. Essen ist fertig. Das Chicken, warum in der Aufnahme sieht das ein bisschen verbrannt aus, aber so verbrannt ist das gar nicht. Ich weiß nicht, warum das so dunkel aussieht, aber so dunkel ist das nicht. Hier haben wir den Gemüsebulgur mit dem Mangold. Dazu das Chicken. Ich habe noch ein zweites Blech im Ofen. Reicht ja nicht, ne? Jeder will so ein großes Stück. Schöne krosse Haut. Vielleicht ein bisschen zu kross, aber es ist Geschmackssache. So, und dazu, nimm schon mal, gibt es noch Cacık. Das ist ja wie so Gurkensalat, nur ein bisschen flüssiger. Türkisch sagt man dazu Cacık. Also auch einfach nur Joghurt, Gurke, Dill, Salz und frischer Knoblauch. Ich will euch jetzt einmal das Brot trotzdem mal geschnitten zeigen, ne? Außen super schön kross. Und innen schön fluffig.
Also super schön saftig, schön fluffig, außen knusprig. Also das ist so das perfekte, gesunde Toastbrot, würde ich mal sagen. Und einfacher gebacken, weil ich habe ja auch so Toastbrotrezepte gemacht. Da ist ja auch so Butter und so drin. Ne? Also das ist so ein bisschen die, sage ich mal, einfachere Variante. Und auch, falls ihr das gesehen habt, wo ich Toastbrot gebacken habe, da war ja auch nochmal das anders, ne? Dass man so einzelne Röllchen macht und die dann nochmal gehen lässt und so. Also das ist so die einfache Variante, würde ich sagen, von einem schönen, fluffigen Weißbrot. Nächstes Mal mit ein bisschen Dinkel-Vollkorn. Also das essen wir aktuell wirklich sehr, sehr gerne. So, hier von der Seite sieht man es ein bisschen besser. Ich hatte auf der anderen Seite so schlechtes Licht. So sieht's aus. Jetzt waren sie 2 Tage in ihrem eigenen Saft, die Tomatensamen. Jetzt habe ich die ausgewaschen. Ja, jetzt kommen sie in einen Porzellanteller. Das ist unsere Lieblingstomate, die Knoblauchtomate. Hier habe ich auch noch andere Sorten noch. Nämlich noch das restliche Wasser, damit sie sich schön trocknen können in der Luft. Jetzt machen wir mit der Hilfe des Messers so ein bisschen auseinander. Und was man hier noch so an dem Fleisch noch rausnehmen kann, nimmt man das so noch ein bisschen raus. Das machen wir so schön auseinander. Wie ihr gesehen habt, hat mein Mann seine ganzen leckeren Tomaten jetzt für nächstes Jahr vorbereitet. Also indem er die ganzen Samen getrocknet hat. Das war das letzte, was ihr gesehen habt. Genau, also die werden dann jetzt einfach so schön gelagert in etwas Papier oder auch einfach irgendwas, ja, Trockenes reintun, wenn sie dann trocken sind. Und dann werden die nächstes Jahr eingepflanzt. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben. Ich wäre ja dafür, dass wir einen Zweitkanal für Hikmet aufmachen, der ja von Anfang bis Ende seine ja, Fortschritte bzw. seinen, ja, wie nennt man das? Der euch mitnimmt, wie von Anfang bis Ende das Ganze funktioniert mit den Setzlingen und whatever. Ich kenne mich da nicht aus. Aber schreibt es gerne in die Kommentare, wenn euch das interessieren würde, dass wir euch dann nächstes Jahr ein bisschen intensiver mitnehmen, weil ich nehme mir das immer vor, aber dann irgendwie, ja, bin ich dann immer nicht hinter ihm so her, weil er dann schon irgendwie schon loslegt und ich dann ja nicht schaffe, hinterher zu filmen. Aber das könnt ihr mir gerne schreiben, ob das euch interessiert. Dann würden wir das vielleicht fürs nächste Jahr, ne, in ein paar Monaten wird es ja dann wieder losgehen, ne, indem wir die Samen einpflanzen und so weiter und hochziehen und dann in den Garten und ja, das Ganze. Ansonsten war es das für diese Woche. Schaltet gerne nächste Woche ein, denn ja, Schwiegermama ist da und mein Mann, ja, natürlich, wenn die Mutti da ist, muss sie und ihn bekochen, ne? Also man kennt das ja, wie Mutti kocht, ist immer das Beste. Die Kids auch, als sie aus der Klassenfahrt wiederkamen. Letzte Woche war das ja, oder ja, letzte Woche. Das war so witzig, ne? Als erstes, als sie reingekommen sind, das erste, was sie gesagt haben, Mama, ich habe dein Essen vermisst. Das war so witzig, ne? Und deswegen, ja, möchte er gerne, dass seine Mama, ja, seine Lieblingsgerichte so zubereitet, vor allem so Teigwaren. Und dafür hat er extra jetzt so ein, das nennt sich auf Türkisch Saç Ofen, würde ich mal sagen, gekauft. Das ist so eine riesen Platte, die ist so ein bisschen gewölbt. Vielleicht habt ihr das mal so gesehen. Da macht man oft eben Teige, sowas wie Lahmacun, also diese türkische Pizza oder Katmer oder eben so diese dünnen Fladenbrote. Finde ich eigentlich sehr gut, weil es ist wirklich groß und ich möchte auch öfters so, weil wir auch sehr gerne zum Beispiel Wraps und sowas essen und da kann ich wirklich so mehrere Teige darauf legen. Also das ist wirklich sehr praktisch. Das heißt, ja, nächste Woche, inshallah, nehme ich euch so ein bisschen mit, wie wir so traditionell türkische Sachen mit Schwiegermama machen. Seid da gerne mit dabei und dann hört ihr mich vielleicht öfters türkisch reden. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis bald!